Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen. Dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? So, here we are. Far away from your friend Diego. I'm to send you regards from Bloodwin. So, you idiot, just wanted to trap me. Hey, man, we're sitting in the same boat. I am not into digging in the mines either, so I'll do what the guards tell me. Then I'll be accepted soon. That I should whack you, of all people, is your own fault, really. Why did you have to start a bloody fight with the guards? Personally, I don't dislike you. So what do you think? Peace or further fighting? Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Taurus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Taurus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir's einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Taurus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Taurus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. How are you doing? Well, since I stopped working in the mine, I can't really complain. And where do you get your ore from? I help people who have problems. If you get into trouble with influential people here, I can help you sort the thing out. If I was in trouble, you could help me? How? Well, let's assume you're in trouble with Thoris. You better never get into trouble with him, but then, well, you never know. Thoris can be quite stubborn. When he's pissed off with you once, he'll never talk to you again. And that's a bad thing. As a greenhorn, you depend on him. So you come to see me. I know a lot of people here Thoris listens to. They put in a good word for you, and Thoris is your friend again. Of course, the boys want to see some ore for these kind of favors. Your ore. And I take care that your ore gets to the right people. Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Verpiss dich. Bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir, keine Sorge. Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Hey man, new here? I haven't seen you before. I'll join you for a while, if you don't mind. I'm sure you'll need a friend. Get lost. You're not in a good mood today, are you? I better come with you. Tell me, where are we going? Or is it supposed to be a surprise? I like surprises. Don't pay attention to me. I'll stay with you, don't worry. Hey man, you hit me. What was that for? I'll hit you again in a second. I'm into that. You're a lunatic, man. I don't want to have anything to do with you. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snaf mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene,
auf der Pilze wachsen. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. How's things? Not bad. If you can cook well, you have many friends here. Would you like some of my rice stew? Thanks. You could do me a favor. What can I do for you? You must be used to good food. I have a new recipe. Meat bug ragu a la Snaf with rice and mushrooms. You can have as much as you want, but I still need 3 meat bugs and some hell mushrooms. 5 should be enough. Where can I find hell mushrooms? If you leave through the south gate, that's the collapsed tower. You'll see a plane directly in front of you. There's mushrooms growing there. Where can I find meat bugs? Everywhere where there's garbage laying around. You should be able to find some at the deserted huts near the castle wall. Don't get confused by their ugly looks. Once cooked, they are tasty. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Es ist gerade eine Hütte frei geworden. Hello. I haven't seen you before. You're new here, aren't you? Just recently arrived. Have you already decided which camp you want to join? No, what do you think? Well, it depends. Each camp has its advantages, I guess. Until you've made your decision, you can stay here. A hut just became available. Ich würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. So. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. I'd like to try working here as well. But don't you think that you can make great blades? What do I have to do? Okay, take the steel and hold it into the fire. Then you have to lay the red-hot steel across the anvil. When you're finished, you put the hot blade into the water bucket over there to temper it. The cooled blade finally has to be sharpened on the grindstone. I see. However, you'll need some things for that. I could sell them to you. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Hi, I'm new here. How's things? Go away. I've been working my ass off in the mines for the last 2 weeks. And what for? Some sad lumps of ore is all I got. I had to spend most of it on food. I talked to Baal Parvis down there. He told me some interesting things about the sect camp. I think I'd better go there instead of slaving away for Gomez. Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Hang on. I hear you've spoken to Bloodwin. Why? What do you want? It was real cool of you to refuse to pay him protection money. It means we're all gonna have to pay your share as well. I'll make sure you remember next time he asks you. Hey, du. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwin kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwin hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herek darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herek betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Hey, you. I learned you didn't want to pay protection money to Bloodwin. What do you want? To warn you. Bloodwin paid some people.
They're gonna do you in. I saw how he talked to people like Herek over there, and God knows who else he hired. Your warning about Herek is a bit late. He must have talked to somebody else as well. That much I know, so do take care. Was machst du denn hier? Hab nicht oft Besuch hier oben. War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager, hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Im alten Lager rennen mir zu viele Schwachköpfe rum. What are you doing here? Don't often get visitors up here. Very clever of you to find my hiding place. What are you doing here? Oh, I'm fed up with the old camp. I had trouble with Gomez's folks. That was some time ago. I guess nobody remembers that now. But I'm staying here. There's too many blockheads running about in the old camp for my liking. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. What should I keep in mind when I'm in the mine? Beware of the mine crawlers. The further you get down, the closer you get to the beasts. Those rotten creatures come directly from Beliar's realm. You can hear them scraping and scratching. They're sitting in the dark just waiting for you. I've seen them kill. They're merciless and fast. If you enjoy being alive, you shouldn't be down here. You better go before something happens to you. Die Wachen erwischen mich nie. Weißt du was über den Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz darauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Ich will 100 Erz. The guards will never get me. Do you know anything about the key to the chests in the storage shed? Well, that depends. On how much ore I'll give you? You learn quickly. I want 100 ore. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. How's things? I have a deal to suggest. If you make Aaron leave the chest alone, I'll give you 10 ore. You owe me 10 ore. Here, you've already earned the 10 ore. Oh, and one more thing. I have the key to his chest as well. For you, only 30 ore. Give me the key. You made good business there. I just wonder what you get out of it. I'm always glad when I can get one over on the gods. And if they found the content of the chest with me, I'd be a dead man. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. A new face. Have you ever dug ore, boy? Have you been here long? I've already been here 10 years. Oh, believe me, I've learned and experienced quite a lot here. I've encountered many dangers and managed to stay alive. In the old times, when we worked in the abandoned mine, the one which is deserted now, and the supporting beams collapsed. But that's old stories. Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen.
Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. What's the orc doing here? The guards caught him. Ever since, he's been forced to work here. He's not even in chains. Why doesn't he just run away? He tried that once. The guards gave it to him in such a way that he couldn't walk for a couple of weeks. Since then, he's never tried it again.